Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Wie ihr seht, habe ich mir heute eine Leinwand bereitgelegt, die ich bereits einmal bemalt hatte. Ich habe entschieden, dass dieses Bild neues Leben eingehaucht bekommt. Vorher war das ein Farbauftrag, wo ich Airbrush-Farben ausprobiert habe und die sind sehr flüssig und das war weit bevor also Pouring-Farben den Markt betreten haben. Und aus diesem Grund möchte ich heute etwas ganz anderes damit machen. Die Hintergrundbemalung der ursprünglichen Leinwand war in der Mitte silberfarben und deshalb habe ich mich für einen Farbauftrag entschieden, der aus einem neutralen Grau und der Farbe Silber besteht. Und diesen Farbauftrag mache ich in 2 Schichten, denn eine alleine reicht nicht, hatte ich entschieden. Die Textur der vorherigen Leinwand sind also noch gut zu erkennen und deshalb gehe ich auch noch ein zweites Mal mit den beiden Farben über die Leinwand. Mit dem Silber gestalte ich mir hinterher einen Rahmen, denn ich habe heute etwas Spezielles mit dem Spachtelmesser und mit Abdeckband vor. Nachdem die Leinwand dann getrocknet ist, nehme ich mir handelsübliches Abdeckband und gehe damit an dem Rand der Leinwand entlang und ich klebe auch doppelte Streifen auf und lege einen dritten Streifen oben drüber und das mache ich rundherum um die gesamte Leinwand. Anschließend klebe ich mir noch Felder innerhalb der Leinwand ab. Erst mit dem normalbreiten Klebeband und dann benutze ich spezielles schmales Washi-Tape. Damit kann man nicht nur gerade Linien kleben, sondern man kann auch kurvige Linien kleben. Und ich bin auch ganz gespannt, ob das, was ich heute vorhabe, dann hinterher auch so aussehen wird. Bei den Kurven drücke ich dieses schmale Washi-Tape sehr fest an und ziehe dann quasi das Band in die Richtung, in die ich es gerne hätte. Das funktioniert auch ganz gut, bis auf eine einzige Linie. Das könnt ihr hinterher sehen, das habe ich nicht rausgeschnitten. Die löst sich, während ich das Bild mit dem Spachtelmesser bearbeite, leider von der Leinwand. Aber es ist gar nicht so dramatisch, wie ich hinterher festgestellt habe. Also ihr könnt euch sehr freuen. Es geht los mit Türkisgrün und Türkisblau. Und die hatte ich noch von einem vorherigen Projekt auf einem Teller. Und warum soll ich die dann nicht auf meinem jetzigen Bild verwenden? Ich trage das Ganze mit einem Spachtelmesser auf und ich schichte die Farbe erstmal in einer Reihe. Und danach trage ich dann auch noch Graphit und Hellrosa auf. Und das mache ich noch relativ gleichmäßig. Denn ich habe heute etwas Bestimmtes vor und dazu brauche ich noch mehr Farben. Und je mehr Farben ich auftrage, desto bunter wird auch das Bild. Ich bin relativ vorsichtig, wenn ich mit dem Spachtelmesser an den dünnen Washi-Tape-Klebelinien vorbeikomme, denn ich möchte eigentlich nicht, dass ich die also mit dem Druck, den ich auf dem Spachtelmesser habe, von der Leinwand schiebe. Das klappt auch, wie bereits erwähnt, bis auf eine Stelle sehr gut. Ich bin gerade dabei, das Naphthol-Rot Mittel aufzutragen, oder im Deutschen heißt es ja Naphthol-Rot Hell. Und da könnt ihr jetzt sehen, wie ich Schicht für Schicht auftrage und dann teilweise mit der gerade aufgetragenen Farbe zurückkehre in die bereits aufgetragenen Farbschichten und dort kleine Farbkleckse hinterlasse. Und das mache ich immer wieder. Ich verwische damit die bereits vorhandenen Farben
und trage also die Farbe auf, die ich einmal auf dem Spachtelmesser habe und einmal die sich bereits auf der Leinwand befindet. Also im Grunde genommen hat das etwas auch damit zu tun, wie ich bei der Rakeltechnik Farben auftrage, wenn ich meine Kelle zum Beispiel zwischendrin nicht säubere. Alle Farben, die ich bislang aufgetragen habe, sind die von Amsterdam Acrylics. Und jetzt kommt zum ersten Mal eine Farbe von Winsor & Newton ins Spiel. Letzten Endes ist es aber egal, von welchem Hersteller die Acrylfarben aufgetragen werden. Sie sollten nur relativ pastös sein, das heißt ein bisschen dickflüssiger, denn dann macht das mit dem Spachtelmesser und dem Auftrag sehr viel Spaß. Und heute soll es ja relativ farbenfroh zur Sache gehen und deshalb wechsle ich auch sehr auf die Farben. Die Materialliste findet ihr wie immer in meinen Videos in der Videobeschreibung und dort gibt es Links meistens zu Amazon. Ich bin also Amazon-Partner. Das bedeutet, dass die Kosten ganz normal sind, wenn ihr dort etwas erwerbt, aber ich bekomme eine kleine Provision und das hilft mir auch, Videos für euch zu produzieren. Ich kann mir diese Bilder auch sehr gut in monochromeren Farben vorstellen, zum Beispiel als Schwarz-Weiß-Bild oder in Erdtönen. Auch Metallic-Farben sind denkbar. Also ich glaube, damit kann man sehr, sehr viel machen und für seine Bedürfnisse gestalten und variieren.
Bevor ich die ganzen Klebebänder von der Leinwand nehme, zeige ich euch einmal, wie das Bild im Detail aussieht. Noch ist es nass, das ist ganz wichtig, wenn die Klebebänder abgezogen werden, denn dann lässt sich das relativ gut abziehen und normalerweise passieren dann auch keine gröberen Fehler. Wenn die Farbe getrocknet ist, wird es sehr viel schwieriger, das Washi-Tape und auch das Abdeckband dort fehlerfrei herunterzubekommen. Jetzt kommt fast der schönste Part. Endlich darf ich das Klebeband abziehen und ich bin richtig gespannt, wie gut das sich abziehen lässt und wie das Bild dann nachher wirklich aussieht. Mir hat es ja so schon gefallen, als es sozusagen mit geschlossener Oberfläche vor mir lag, aber ich habe ja Felder abgeklebt. Und ich hoffe doch mal, dass die gleich richtig schön sichtbar sind. Jetzt kommt der Kameraflug über das noch nasse Bild. Ich bin völlig fasziniert, wie das Silber und die Farben zusammenspielen und wirken. Es ist gar nicht so viel Farbe unter das Abdeckband gelaufen. Es sind ein paar Stellen, aber die lassen sich dann, wenn das Bild richtig durchgetrocknet ist, mit der entsprechenden Farbe ein wenig kaschieren. Ich habe hinterher auch mit dem Palettmesser an der einen Stelle, wo das große Abdeckband war, noch ein bisschen nachgearbeitet und überschüssige Farbe abgenommen. Und die Kanten sind so wunderbar gerade geworden, dass ich mich richtig darüber gefreut habe. Jetzt noch ein paar Impressionen des getrockneten Bildes. Ich danke dir recht herzlich fürs Zusehen. Ich danke dir fürs Zuhören. Du darfst mir gerne ein Like geben. Ich hoffe, es geht dir gut und wir sehen uns beim nächsten Mal.